sofort heißt es, volle Konzentration auf die Bundesliga. 10 Spiele noch bis zum Ende der Saison. Los geht der Schlussspurt am Samstag gegen Stuttgart. Alles dazu jetzt im Feiertagsmagazin. Das Abenteuer Champions League ist nun endgültig erledigt, aber ich denke, wir haben uns mit erhobenem Haupt aus diesem Wettbewerb verabschiedet und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Feiertagsmagazin. Jetzt gilt es, das Augenmerk natürlich nur noch auf die Bundesliga zu legen. Was bleibt uns auch anderes übrig? Und heute ist ein Spieler bei mir zu Gast, der den kommenden Gegner sehr gut kennt. Jakob Brun-Larsen. Diese Saison beim BVB voll durchgestartet. Inklusive Torpremiere in Liga- und Königsklasse. Aber zuletzt wie die gesamte Mannschaft mit kleiner Durststrecke. Ganz normal für einen Jungprofi. Seine Entwicklung noch lange nicht am Ende. Der 20-Jährige weiter bereit, alles zu geben. Morgen gegen den VfB, heute im Feiertagsmagazin. Genau, und da freue ich mich riesig drüber. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Jakob, siehst blendend aus, gut gelaunt, optimal vorbereitet für das Spiel. Und es geht gegen den VfB Stuttgart. Und die erste Frage von mir, hast du noch Kontakt zu den Jungs? Ja, manchen Spielern. Den zweiten Torwart, Alex Meyer, hat das Tottenham-Spiel gesehen. Und ich spreche mich ein bisschen mit den Jungs manchmal. Du kennst die Stuttgarter, hast du unserem Trainer schon ein paar Tipps gegeben, wie man den VfB knacken kann? Nein, also wie nein? Wir haben das letztes Mal schon super gemacht in Stuttgart. Und ich bin mir sicher, dass der Trainer schlauer ist als meine Tipps. Ja. Ja, was glaubst du denn, wo wird es drauf ankommen gegen VfB? Ja, ich glaube, wir haben unser Technikniveau ist höher und ja, wenn wir einfach alles geben und fokussiert sind auf unsere Aufgabe, dann schaffen wir das und holen die 3 Punkte, die wir verdienen. Verdienen und brauchen und überhaupt. Ne? Genau. Ja, du bist in dieser Saison voll durchgestartet. Hat richtig Spaß gemacht insgesamt. Gab es aber Höhen und Tiefen, was ja auch völlig normal ist. Wie bewertest du das vergangene halbe Jahr? Anfang war sehr, sehr, sehr gut und alles war top. Und wir haben als Mannschaft sehr gute Spiele und ein sehr hohes Niveau gehabt. Und ja, dann irgendwann haben wir einen Rückschlag gekriegt und dann ist das halt der Zeitpunkt, wo man als Mannschaft und als Verein zeigen muss und soll, was wir auch tun, dass man eine Einheit sieht. Und das ist jetzt die Zeit und das war ein bisschen turbulent, heißt das so oben, runter, so. Und ja, aber das ist Fußball, das habe ich auch mal erlebt in Stuttgart und jetzt ist das hier. Aber wir liegen schon gut und wir haben immer noch sehr viele Möglichkeiten, Wir sind noch Tabellenführer. Genau. Wir haben eben über deine Entwicklung gesprochen, über dein letztes halbes Jahr. Gibt es eigentlich außerhalb der Mannschaft, abseits des Platzes, Bezugspersonen für dich, mit denen du über deine Entwicklung sprichst? Ja, ich spreche sehr oft mit meiner Familie, aber nicht so viel über Fußball. Ich komme nicht aus einer fußballerischen Familie, aber... Wie? Keiner hat Fußball gespielt oder so. Aber ich spreche natürlich mit meinen Beratern und meinen Agenturen, die mir sehr viel hilft und natürlich auch das Trainerteam, aber das ist ja in der Mannschaft. Aber ich benutze viel Zeit, um Fußball zu verbessern und zu lernen und weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Weil es geht im Leben immer hoch und runter und genau. Es ist ja jetzt nicht, dass du unten bist, sondern es ging ja so hoch und
jetzt ist vielleicht mal so, dass du nicht immer von Anfang an spielst. Also alles okay, denke ich hier. Jetzt kommen wir mal zu unserer Rubrik Videobeweis. Und da haben wir etwas gefunden, was eine Fähigkeit zeigt, die du im Spiel bisher noch nicht gezeigt hast. Was sind denn das für geniale Freistöße? Also, wenn ich das Wann bist du denn im Spiel mal dran? Nein, war das eigentlich einer oder war das? Ja, das wollte ich dir fragen, ob du denkst, das ist ein Video, die einfach immer so. Ja, das denke ich. Okay, aber das war schon mehrere. Nein, Marco und Paco, die schießen Freistöße und die machen das super. Paco hat gegen Augsburg einen wichtigen Tor für uns gemacht. Und ja, aber das schreit doch nach Ausführung. Wie regelmäßig trainierst du das? Ich trainiere das sehr oft, also ich würde sagen, also nicht nur Freistöße, einfach allgemein Schießen, das trainieren wir sehr oft nach dem Training, im Training. Das ist, wie man den Ball vorlegen muss und wie der Körper stehen soll und so. Das trainiert wir sehr, sehr viel und ich würde fast sagen, ich fokussiere darauf jeden Tag. Die anderen, die Freistöße schießen, machen das auch? Spricht man sich da ein bisschen ab? Ja, schon. Wie man den Ball treffen muss und ob der schnell genug oder ob der genug Power kriegt oder nicht. Oder dass er schnell fällt. Genau, ja. Sowas. Das spricht man schon. Und die anderen trainieren das ja auch. Wer ist der Beste? Ja, also du natürlich du, klar. Aber wer ist der Zweitbeste? Ich würde sagen, Markus' Schusstechnik ist wirklich überragend. Was ist das für eine? Die ist unfassbar, die Schusstechnik, ne? Ja, das brauchst du erstmal sehr, sehr viel Training und das kann nicht jeder so mit den Fuß so drehen, damit der Ball so viel Spin kriegt. Ja, Topspin kriegt. Das ist sehr schwer und das versuche ich auch. Oh. Und hat mir auch sehr lang gedauert, um diese Kontrolle zu kriegen und dann noch mehr Power und so. Und das klappt jetzt? Ja, es klappt jetzt. Aber der muss erstmal jedes Mal klappen und dann kann ich schießen ins Spiel. Macht euch gefasst, bald haut er sie rein. Ja, bevor wir jetzt vorausblicken auf die kommenden Aufgaben, nehmen wir uns noch mal kurz mit in die Minuten nach dem Spiel am vergangenen Dienstag, als ihr vor der Süd gefeiert habt. Wie hast du das wahrgenommen? Das war ein sehr emotionaler Abend. Ich hatte total Gänsehaut. Dass man einfach nicht das Spiel gewinnen können für die Fans, für den Verein. Das hat uns natürlich sehr enttäuscht, weil wir fanden einfach, ich habe erstmal auf der Bank gesessen, aber einfach gemerkt, okay, hier ist heute wirklich richtig ab von den Fans und so laut und das so. Hast du gemerkt, das haben wir alle gemerkt. Also ja. Das war, du wusstest, habt ihr auch die Choreografie gesehen? Ja, klar. Ich habe Thomas Delaney gesagt, guck mal, hast du sowas noch in deinem Leben gesehen und so? Der hat gesagt, ja, in Kopenhagen, aber ich würde nicht so brutal sagen, sagt er dann. Das ist hier was anderes. Ne? Und das gibt einfach ein geiles Gefühl, wenn man, ich glaube, die Jungs, die da auf dem Platz standen, die haben einfach ein paar Prozente mehr gekriegt von dieser Aktion und ich fand das sehr, sehr, sehr schön und ich glaube, der ganze Fußball-Europa fand das auch super. Dementsprechend war ja auch die erste Halbzeit, das haben wir ja auch so gemerkt. Das war einfach, da war Power und Feuer, zusammen heißt das Feuer. Ja. Und es war wirklich eine absolute Gänsehautstimmung hier bei uns. Das war Borussia Dortmund, wie wir es kennen und es sind noch 10 Begegnungen und wir brauchen noch 10-mal das Feuer. Nur noch 10 Spiele, nur noch ein Wettbewerb, nur noch ein Ziel. Volle Konzentration auf die Meisterschaft. Wir müssen den Titel nicht holen, aber wir wollen.
Warum auch nicht? Wir sind schließlich Erster. 10 Spieltage vor Schluss. Und das soll auch bis zum Ende so bleiben. Ja, das wäre natürlich Traumvorstellung. 10 Spiele haben wir noch. Wir haben es gerade gehört. Wie voll ist dein Akku? Reicht das noch für 10 Spiele? Das reicht für 20, 30 Spiele. Du bist also heiß. Sehr heiß. Hast du dir persönliche Ziele noch vorgenommen? Gibt es noch irgendwas, was du bis zum Ende der Saison erreichen möchtest? Da gibt es nur ein Ziel jetzt. Das ist Meister. Genau. Wir sind Erster, 10 Spiele vorher und Genau. Vollgas. Klar. Das ist auch die Einstellung, die wir brauchen. Ja. Also das für BVB ist das Einzige. Ihr denkt immer von Spiel zu Spiel. Ich denke von Zweikampf zu Zweikampf. Okay. Wir kommen jetzt zum Zweikampf. Dickel gegen Brun Larsen. Dönnekes mit Fritz. Ja, Borussia gegen den VfB Stuttgart. Da gibt es doch Parallelen. Nämlich beide Clubs setzen auf Danish Dynamite. Genau gesagt, 09 Dänen haben schon für einen der beiden Clubs gespielt. Ist das wahr oder nicht wahr? Ist doch egal, wir müssen raten. 3, 2, 1. Ja, das stimmt. Und Jakob ist der Einzige, der für beide Clubs schon gespielt hat. So. Was ist denn das für eine Erklärung, Fritz? Matthias Sammer war für beide Vereine als Trainer tätig. Als Spieler gewann er sogar mit beiden Clubs den Meistertitel. Ja, okay. 3, 2, 1. Auch das ist richtig. Ja. 1992 gewann Matthias Sammer mit dem VfB Stuttgart den Titel, 1995 und 1996 mit dem BVB. Als 92, da hatten wir unser letztes Spiel in Duisburg. Da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Hast du getroffen? Nee, da war ich schon kaputt. Ah, okay. Warst schon im Urlaub? Aber sonst hätte ich getroffen. Okay. Ja, gut. Am Samstag wartet das 100. Bundesligaspiel auf den BVB gegen den VfB Stuttgart. Und wie sonst nur gegen Bayern München haben wir eine negative Bilanz gegen den VfB. 3, 2, 1. Ja, das stimmt leider. Wir sind zwar im Torverhältnis besser als die Stuttgarter, aber in puncto Punkten sind uns die Stuttgarter noch etwas voran. So, wir schauen jetzt mal auf den Zwischenstand. Du siehst ihn. Was fällt dir spontan für eine Lobeshymne auf mich ein? Irgendwie gibt es irgendwas, was du mir jetzt noch sagen möchtest? 6 Punkte, ich weiß nicht, du und Fritz seid sehr, sehr, sehr eng und gut befreundet. Vielleicht hat da ein bisschen mit den Fragen. Jetzt gibt es Spekulationen. Das ist so unfassbar, was du machst hier ein Fass auf. Unglaublich. Ja. Weißt du überhaupt, was dir passiert ist jetzt mal nach deinem ersten Besuch hier im Feiertagsmagazin? Weißt du, was da passiert ist? Die Sendung soll man ja immer mit was Positivem beenden. Mein erstes Bundesligator. Gegen wen? Nürnberg für 1-0 in 9. Minute. 09. Minute. Richtig! Bravo! Ja, und mit anderen Worten, du weißt, was morgen los ist. Morgen wirst du ein Tor schießen. Wenn ich spiele, dann schieße ich ein Tor. Ich freue mich drauf. Jetzt schon. Morgen dich zu sehen, wenn du so da stehst. Und ich weiß, an was du denkst. Ich muss nächste Woche wieder ins Feiertagsmagazin. Das war's vom Feiertagsmagazin. Jakob, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Drück dir die Daumen morgen für das Tor. Also vielleicht auch 2. Ich weiß noch nicht. Man weiß ja nicht, was er macht. Ist einfach genial. Ihr schaut zu Hause oder bei Sky oder seid im Stadion. Drückt uns und Jungs auf jeden Fall die Daumen. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Dankeschön. Mach's gut. Jakob Brun Larsen. Ciao.